Dankeschön für die Geschichte so schön erklären. Letzte Woche haben wir angefangen mit unserer Weihnachtsserie, wo wir nennen Jublen und Singen. Letzte Woche haben wir nach der Geschichte gekickt von Maria. Und wir sagen dort, als Maria dort antworten wird, was Gott in der Welt schaffen will. Und wo er auch brücken will. Und dort sei auch eine Abruf, und das alle hören Gott sein Werk. Und wir sagen, wo sie sich freuen, denn sie jubeln, und wir wirklich froh und Gott preisen für dort, wo Gott in der Welt schaffen wird. Dort sagen wir letzte Woche, wir sagen auch, dass Maria erhört, wir voll von Gott sein Wort. Sie hört zu beten, und nu wollen sie das nur recht kriegen. Dort wird von euch kommen, dort wir ein Wort hätten von Gott sein Wort, und dort hat sie den Leid gemerkt für ihr eigenes Leben. Und dort wir scheint zu sein, wo Maria, die Gott preisen, mit mag alles, was so passieren wird. Von der werden wir noch eine Person bekicken, an der Weihnachtsgeschichte. Dort ist Zacharias, gleich die Geschichte, was die hier so haben, für die Kinder hier so verteilt. Die Geschichte werden wir auch klein bisschen von reden. Er hat auch Gott gepreist, für dort, was Gott schaffen wird, zu den seiner Zeit. Und dort ist auch sehr interessant zu sein, was von Zacharias Sien Leet dann rüberkommt, während er Gott preisen wird. Die Botschaft von der hat genannt Zacharias Sien Leet. Und wir finden dort auch in Lukas Kapitel 1, von Versen 67 und wieder bei 79. Du kannst weiter sagen, in der plottische Bibel ist das auch angetekent, dass du in Verschrift, du dort sagst, Zacharias sein prophetisches Dankleid. So dass wir eine Prophezeiung, was er hier so auch sagen wird, und das alle. Er wird gefällt vom Heiligen Geist, und das kommt von am Rüt, sagt er. Aber wir werden dann klein bisschen kicken, was brauchst du das hier, dort er all diese Dinge sagen werden, was von besonders 68 bis 79 sein. Was brauchst du das dort er das tut? Und so ich würde uns zwar gleich ein Trete bringen, ein bisschen Hintergrund kriegen, über was du angehen wird. Und zum dort, dann machen wir 9 Monate vor dort. Vor er das vertellen, diese Prophezeiung, 9 Monate vor dort, machen wir dann anfangen. Und hier werden wir dann in Lukas Kapitel 1 anfangen. Die Geschichte kennen wir vielleicht ein großes Part über Zacharias und den seine Frau, die wir eine ältere Lied. Die haben noch niemals Kinder haben und für ihn sozusagen die Zeit wir vorbei. Die haben vielleicht lange gebetet, aber noch niemals haben die Kinder haben. Und für ihn wird es schwer, und das ist auch an Elisabeth auch zu hören, wo sie Leute von das reden wird. Wo sie das Kornbaby haben, wo sie sich freuen wird auch für dort. Aber die haben so wie noch niemals Kinder haben, und nun sind die alt, und ich stelle mich vor, wundern, kann das jemals was passieren? Wenn das so wie nicht haft, dann würde ich glaube ich nicht mal. Nicht? Aber Zacharias war auch ein Priester. Ein Israel. Er war nicht der hohe Priester, er war bloß ein gewöhnlicher Priester. So viele andere Menschen wären, diese andere Menschen wären ein Priester. Und die Priester, die haben dann abgerufen durch so beim Tempel. Und ich würde gleich hier so ein kleines Wort Bilder zu wiesen und kurz ein bisschen erklären von dem Priestertum, zum ein Bild geben, was hier angehen wird mit Zacharias. Wenn wir hier so Bilder sagen, dann kann ich sagen, das ist der Tempel, so ist das haben wir nur gemerkt, wo das können haben die Leute zu Jesus in der Zeit, zu Zacharias in der Zeit. Und zu Recht, das ist dort, was Herodes hat gebaut. Nee, das ganze, oh, nicht du, uns der Reichte, oh, hier so. Das ganze Gebiet hier so, wo der wohnt hier rum ist, das ganze sein, das können bei 35 Acker groß sein, ihr weißt. Als sie sagen, vielleicht ein Bett, wenn ihr vielleicht rumdartig. Oder wie ein gewolltes Gebiet, was er hier so gemerkt hat, das hat Herodes dann für die Juden dann frisch abgebeten, gemerkt. Im Bereich der Jünger, die das Ding loben zu Jesus, dass Jesus auf der Erde wäre. Sagen, guck mal Jesus, was wir hier so für Schmack haben, nicht? Und Jesus antwortet nicht so sehr viel und er sagt, weißt du was, den Tag kam, du wolltest nicht ein Stein ab den anderen sein von all das Schmack, was die hier so haben. Aber das wir in der Wirklichkeit das für uns gedacht, und ihr wollt gedenkt, ein Schmack gedenkt. Das hat Herodes dann gebaut. Und wo wir wundern dann, okay, wo groß ist 35 Acker,
dartig Acker. Ans ganze Haft hier, so der Kjoakj ist, du wir parken dann der Kjoakj, der Gymnasium, wo wir wohnen ans Haus, der Grofhaft, dort alle saß Acker. So das wenigstens 5-mal so groß ist der ganze Haft. So dit laat, dann einmal dort zu haben, dann einmal so viel du zu haben, dann einmal dort so viel haben, dann einmal eins und. Dort war groß, dit alle wir. So dit als wo die Priester stand, schaffen den. Das wie die Juden Haupt steht. Nu wegen der Priester selbst, hier so an das große Hack, was hier so ist, hier können irgendwer nennen. Das nicht Juden können hier so sein und das und der andere sieht alle wegen Raum, aber nicht durch diese Wand. Hier du kannst bloß Juden. Und wenn ein Nicht-Jud, wo du so nennen wollen, kommt, dann wird Struf, dann wird eine große Abrühe geben. Dann wird Trouble. So hier darf keiner nennen, der nicht ein Jud ist, und hier wird bloß eine der, bloß du. Ein Weichtum du so nennen, bloß Juden können du so nennen. Das nächste Bild kann ich sagen, wo das Bannerste dann sitzt. So hier ist dann der einzige der, was du so dann ist. Hier würden sie nennen können. Und das erste Bild hier so, hier können frühes Ökband sein, das Juden, die müssen dann Juden sein, aber hier können frühes Ökband sein. Aber hinter diese der und dann an diesem Platz hier so rum, hier können dann bloß Männer, und das ist, wo die Priester dann, die ihre Arbeit würden haben, die tun, das Opfer geben, Tieren schlachten, die verbrennen, alles in Stadt, und die waschen, und alles, was angeht, dort wie hier bin, wo das angeht. Und das Gebiet hier, das ist der Tempel selbst, wo die dann nennen können, du brauchst das Rückopfer, du wie die Lampe, und alles in Stadt, dort wie dann in das Gebiet bin. Aber hier bieten die Priester dann das meiste von der Arbeit tun, wegen Schlachten und Opfer geben und so, wo das steht. Nachher denke ich, wegen der Priester, die deuten nicht alles täglich, also die deuten nicht alle täglich schaffen. Wenn wir im Alten Testament kicken oder lesen, dann war wir an, dass die Priester, die wären ja ein Sturm von Israel. Als Gott die Israeliten hat von Ägypten zurückgelegt, dann hat ein Sturm, der Leviten tot sie gesagt, und er sagt, das sind dann die Priester. Das sind Menschen, die sind apart gesagt, besonders für meine Arbeit, zum über das Land regieren, zum die Opfer bringen, zum über alles sein, zum Rechter sein, zum erst was schaffen, zum Opfer bringen. Dort wird dann der Einsturm Leviten. Und mag die Leviten, die Priester und alles, was du wir, haben sich in 24 Gruppen geteilt. Und zum dort ich habe hier ein einfaches Bild gemerkt, wegen das hat zu tun mit, wo die Deuten im Tempel dienen. Hier so auch. So wir sagen, die wollen im Tempel dienen. Die Priestergruppen, hier habe ich 24 Kjoakjs, hier so angetekent. Die haben sich in 24 Gruppen eingeteilt als Priester. Zu Salomo seine Zeit, wären nur über 1000 Menschen bloß in einer Gruppe bin. Und du wirst dann von verschiedenen Sorten Menschen in jeder Gruppe, du wirst dann so eine Menschen, die mit den Opfer schaffen, das ist der Priester, du wirst Sänger und Spieler und irgendwas wie du bist, und jeder ein von diesen Gruppen hier so bin. So als Salomo seine Zeit, dass ich sage, dann wir in jeder ein von der Gruppe über 1000 Menschen. Nicht zu Jesus seine Zeit, weiß ich nicht, wie viele Menschen in jeder Gruppe sind hier warst, aber mehrere hundert. Und ich weiß, was in jeder Gruppe, glaube ich, dann haben wir. Und so, wo die dort dann deuten, die werden in 24 Gruppen geteilt, die deuten dann alle, jede Gruppe für einen Weg durch den Tempel dienen. So, ihr steht eine Gruppe, von wo einmal viele 100 Menschen du bist werden, die für einen Weg dienen. Und dann, wenn der Weg ist eben wir, dann die nächste Gruppe du so. Dann, wenn der Weg ist eben wir, dann die nächste. So, bei alle 24 Gruppen ist schon gedient, und dann die eine frisch anfangen. So, dass die zweimal das Jahr, also jede Gruppe, die zweimal das Jahr dienen, für 7 Tage, und dann sagt er auch dann dienen sie auch nach 3 Wochen alle taub dienen. So, dass die nicht einmal alle täglich schaffen. Nicht hier so, auf Englisch ist das Abia, auf Plattdeutsch sagt er diese Abicha. Das Zacharias, haben wir einen Priester, und haben wir von ein von diesen Gruppen, hier habe ich bloß ein uitgetekend, weil wir sagen, das ist eine Gruppe, und das wird angelegt von Abicha. Er würde sein, die Erste sozusagen, ihr warst über das eine Gruppe, du so. Und Zacharias, haben wir in dieser Gruppe bin,
En nu muss die ganze groep voor 7 deel im tempel dan schaffen. So wenn er redt van dat wir den zijn Amt, das Priesteramt te verrichten, dit is wat het meint. Nu weer het aan. Den zijn groep, die 100 mensen zullen nu voor eine week door im tempel zijn en alles volbrengen wat er fehlt te schaffen. Wat van de dingen deden ze dan doen zo? Die deden dan jedes Mars, deden ze een Opfer brengen en dat verbrennen, en deden een Reukopfer im Tempel aanbrengen en zo wat, en dan nach einmal jeden Abend, deden ze dat waren. Aber wegen du so viele Menschen, en jede groep ben wir, deden ze de Arbeit ändern, die deden nicht alle tegelijk schaffen. Dann hadden ze jede dag welke mensen ongetegen zijn. Weet je wat? John, du was von der Mars, was die dort Tierschlagen mit somebody tog. Und dann waren diese Personen dort verbrennen, dann waren diese Personen dort hier so anbringen, dann waren diese Personen diese tun, diese Menschen waren durchspielen singen, diese Menschen waren dit tun. Und dann diese Menschen sollen Mars, und diese Menschen sollen zu uns, diese Menschen sollen zu Mars. So denken die dort andelen, an der Gruppe selbst. Das ist an diese kleine Gruppe, was hier so wir. Nu, ein von den Arbeiten, was hier so wir, oder ein von den Abgaben, was hier so wir zu tun beim Tempel, ein von den wir dort Reukopfer geben am Tempel bin. Und verehrt, und das ist bloß eine Person auf einmal, verehrt wir dit eine große Ehe. Wir einmal wird gewählt, dass dit wird kann tun, dort Reukopfer am Tempel bringen, verehrt haben sie dann gesagt, dort die werden dann gesegnet für die erleben. Das wird ein großen Verrecht für so eine Menschen. So die würden das wirklich ehren, dass die das würden können tun, dort Reukopfer bringen. Und das ist, was hier so von reden. Ich will die Vers lesen in Lukas, Kapitel 1, Vers 8 und 9. Und dann kann ich das vielleicht besser verstehen, nicht dass ich das hingegründet bist gehabt. Aber sie hatten, Vers 8. Und einmal aus dort an seine Ordnung wir, so das redet von Zacharias, aus dort an seine Ordnung wir dort Priesteramt für Gott zu verrichten, so ist dort Priestertum dort verlangt, und dort las ab Anfall dort Werk zu brennen, jenkai in den Herrn sein Tempel. So nie weit wie dort den sein Gruppe als nu betnon, und nu machen sie ein Lass, ich weiß nicht, wo die dort mit der Lesser, aber nicht tun sie die Menschen, da haben sie dann einen Teil von den Priestern irgendwer durch so, sagen sie, wem wird das treffen? Und die wollen alle gewünscht haben, ich hoffe, dass das mich treffen wird. Nicht mal alle Menschen würden Gelegenheit haben, das zu tun. Die wollen alle haben gewünscht, und nie sage ich dort, nicht trifft dort Zacharias. Und er wollte sich an gefreut für das. Das wird ein großer Verrecht für die Juden. Und so das wird dann passieren, und dann ging durch so einen Krieg an das Gebiet. So hier bieten wir in der Ola, hier wird das Opfer alles gegeben, und nicht dort Zeit, dort Reukopfer durch so Bahn an das Gebiet bringen. Am es gewählt, der Last drauf am, und nu geht dann ein drei Dien an, und heißt du dann allein bin, für sich, und der das bringt. Und dann sage ich dort die Menschen, Vers 10 sagt, und das ganze Volk stund, an der Reke stund, büten und bet. So die Menschen werden büten, die dürfen alle beten, und er ging dann durch so an. Ja, die kann, wenn ich mal diese Bilder hier so brücken. So dort wurde bei dir kommt, dass er dann durch so an den Platz nan kommt. Während er durch so bin ist, wenn wir Vers 10 wieder lesen, dann kommt der Engel Gabriel nur an. Und er gibt ihm eine Nachricht, und das ist eine gute Nachricht. Er sagt, deine Früh und deine Gebete sind erhört worden, die sollen ein Kind haben. Aber so wie haben sie niemals könnten, nie sind sie all zu alt. Und nu kommt der Engel und sagt, nicht Zeit. Nicht, dass das für jeden zu laut ist, nur ich das schaffen. Wir wollen sich an gefreut für diese Nachricht, die sagt, und das Kind wird einen besonderen Abruf haben für Gott. Er wird groß sein in Gott seine Augen. Er wird den Menschen treu lehren, treu wiesen zu Gott, und sagt, er wird die Weich aufmerken für den Messias, wegen dem Messias, als nu betnon.
Der Messias kommt, und so ist der Alte Testament hat gesagt, dass es soll einer kommen, der Weg wird reitmerken für den Messias, sagt er, jün Kind, als dort Kind. Der wird den Weg aufmerken für den Messias. So er hat eine große Abgabe. Du ist so. Und über Zacharias fragt dann eine Frau, und er fragt dann, na, was betekent kan ik gaan, oder wat kan ik dat niet weten, dat er wat zou passeren, als die dan hast, gesagt zu mir. Und I guess, die Frau hat nicht so Frau. Gabriel sagt, hey, kijk mal, ich sehe einen Engel, und ich stehe bei Gott seinen Thron, und ich habe die nur recht gebracht für das. Hij soll het, I guess, dat zal genoeg zijn voor hem. Tim Dipples voets aannemen. Aber hij vraagt, wo kan ik dit zeggen weten, dat dit krijgt dort wird passieren? Und so am wordt dan gestruft. Am den zijn gestruft als even dem, voor 9 Monate kon den zijn früh am Vers sagen, hij kon nicht drin sein. Und noch hij is stam geworden. Hij kon nicht reden. Den sind Teken wie dit. Gabriel sagt, du wirst nicht reden können, du wirst stumm sein, betet ihr alle erfüllt ist. Und wenn ihr alle erfüllt ist, dann wirst du wahre reden können. So, dit wird an der Teken. So, er will ein Teken. Er will irgendwo ein Beweis, dass dit wird so sein. Und Gabriel sagt, weißt du was? Dann wollen wir eins geben. Du wirst stumm sein. Nou, ik wonder, wie zijn beter geworden over dit? Want ik denk, wanneer je Geschichte is, woest die beter zijn? Die wist bloß Sachen mehr eigentlich. Und nu kost die nicht reden? Wird wir da worden gegangen? Nee, das sagt, und Lukas am Anfang, das sagt dort, Zacharias und Elisabeth, die werden eine fromme Lied. Und dort die leben nicht abrechtig für Gott. Und die deuten, so was Gott gefunden haben. So ein Lied werden die. Aber hier ist es nicht so, dass die werden da geworden, wenn er Leute auch die Geschichte wieder lesen wird. Aber das wird Tegen, die wirst für 9 Monate nicht können reden. Und wenn ihr alle durch ist, sagt er, dann wirst du reden können, und dann wirst du nicht weiten. Das ist alle kriegt so. Es sagt, das hat er gesagt. Und hier mit das wird ich dann gleich in ein paar Versen zu lesen. Das sind in Vers 23 und 25. Oder 23 bis 25. Und aus seiner Dienstzeit Eva wir, ging hij trainen huis. En bald daarop werd Elisabeth schwanger en bleef dan 5 Monate voor zich alleen en zei, dit heeft de Herr voor mij en deze tijd gedaan en heeft hij schon de ik voor de mensen droeg van mij genomen. So einer kon hier, dat dit wie een schwere ding geweest voor Elisabeth. Voor haar wie dat schwer, nu vreet zij zich, zegt zij, meine schon als niet weggenomen. Dat wie schwer voor haar geweest. Aber was mir hier so interessant ist, Elisabeth und Zacharias, die wohnen nicht in Jerusalem. Die wohnen ein paar der Weg. So ich stelle mir vor, dass Elisabeth wir vielleicht tüß geblieben, vielleicht wir sie in Jerusalem gegangen, würde ich nicht näher sagen, aber ich glaube, sie wird vielleicht in tüß geblieben, während Zacharias mit der ganzen Gruppe, was dann in Jerusalem gegangen, zum Arbeiten für den Weg. Aber das sagt hier so, dort aus seiner Dienstzeit Eva wir. Dann ging er trainen Hus. Warum ist mir das wichtig? Wegen wir haben eine Uitred für Dinge, nicht? Eine Uitred, woran wir nicht wollen Dinge tun. Woran wir nicht können von der Arbeit los. Woran wir nicht können nach Hus gehen oder irgendwo. Und vielleicht wird dieses dort haben gedacht und Zacharias. Nicht? Nicht sei stumm geworden, dass er nur recht gekriegt, dass es eine Freude und ich kann nicht reden oder irgendwo. Weißt du was? Ich will nach Hause gehen, aber ich will meine Früh nicht vertalen kann ich, weil ich will meine Früh wiesen und schreiben oder something. Ich will weggehen. Und die Menschen, die wollen nicht verstehen, dass ich nicht nach Hause gehen. Nicht wegen, hier ist was geworden. Oder sagt, er deut gleich. Er sagt, er hat eine Abgabe, das ist ein Weg, wo er soll schaffen, Gott seine Arbeit tun. Er sagt, aus dort ist Eva wir. Dann ging in Haus. Und du glaube ich, kann lernen, dass wir nicht einmal jede Gelegenheit nehmen, zum irgendwo wegkommen.
van de opgave, uit een arbeid, er is wat te is. Wanneer er is wat te doen, dan werden we die arbeid doen en niet zeggen, waar we kunnen uitleggen. So, ik geloof dat het een fijne leer zegt, wanneer even weer, dan ging hij dan naar huis en dan worden die aan door Elisabeth, wordt zwanger, hij zo'n baby gaan. En dan vreemde zich voor dit. So, dit zijn dan de omstandigheden, wat 9 maanden voor dat lijkt zo te zijn, de profetieung passiert wird. Nu werden we het ver opkijken, 9 maanden wieder. En dit is dan waar Johannes, dat baby zal geboren worden. Ik wil gleich te lezen van vers 57 tot 66. Da je de Bibel in hand kan je ook metlezen. Dan zegt, als die tijd kwam dat Elisabeth ihr Kind haben soll, bracht sie ein Sehen zur Welt. Ihre Nubers en ihre Freundschaft hielten, dat der Herr haar grote Gnade bewezen had, en vreden zich met haar. Am 8. Dag kwamen zij, dat Kind te beschneiden, en willen am zijn Vater Zacharias vernemen. Dan vermeldde zijn Mutter zich en zei, nee, hij zal Johannes heiten. Zij zeiden te haar, du hast ja in die Freundschaft keiner, der den Namen hat. Dan merken zij zijn Vater tekens ver am Uitving, wo hij den Namen will. Hij fordert zich eine Tafel en schrijft zijn Namen als Johannes. En zij stonden darüber en voert zich am dat Mühl op. En zijn Tung weer los, en hij kon reden, en loofde Gott. Dan kwam eine Furcht über alle, die daran woonden, en alles, wat door wie gezegd worden, kregen zij aan de jüdische Boiländer te hören. En alle, die dort hielden, leiden zich dort te horten gaan en zeiden, wat wordt dit van een kind geven? Wils Gott zijn hand weer bestemd, even aan. So dat baby erst niet geboren is, dus ik zei, die woonden niet aan, die woonden door zo'n raam. Dat zeggen al die mensen aan de Boiländer, door zo de raam stehen, en die waren dit alle aan. En die wunderen zich wat hij aanjet. Dat we 8 jaar nu dat wordt dat kind geboren weer, dan zal hij besneden worden. En door zo zal dan zijn naam gegeven worden. Nou ja, en die mensen die vrezen zich voor Elisabeth, en dan zeggen ze, hey, je wordt am dan zeg je dan Zacharias vielleicht na, nicht? Oder irgendwo von jener Freundschaft, vielleicht in Großvater ihrer Nummer oder irgendwer. Dann sagen sie, no, er soll John heiten. Johannes soll er heiten. Und dann wundern sie sich, na, das ist nicht, wo wir das tun. Das ist, hier haben ja keiner in jener Freundschaft, der Johannes heiten wird. Verehrt wird das fremd. Dann fragen sie den Vater, hey, konnte haben wir nicht reden, so die Wiesen haben sie, was weißt du? Dann sagt er, okay, bring mir mal einen Tafel. Der jeden am Tafel, dort geschrieben kann, sagt er, den sie nun als Johannes. Und die standen neben dort, sagt er. Und so schön ist, er dort dann hat geschrieben, und der hat gelesen, dann sagt er, und dann wie den sie in Tongue losgeworden. Und dann kann er weiter reden, und dann, was fängt er an, Fuß zu tun, grinsen, dass er nicht für 9 Minuten hat können reden? No, er sagt, Fuß lobt hij Gott. Und sagt dort, in der ganzen Umgebung, sagt er, du wirst Furcht über die Menschen gekommen. Wegen die wissen, Gott, der hier wird schaffen, was wir vielleicht nicht verstehen können, aber irgendwas jetzt hier so an, bestimmt, als er eine Arbeit, was wird das für ein Kind sein? Was wird das geben? Er sagt, in alle Boiländer, die Menschen, die waren das alle an. Und das ist nu dit, die Geburt ist geworden, nu kann er reden. Und das sind die Dinge dann nu, was der Rüt kommt jetzt. Vers 67 sagt, dann kam der Heilige Geist über sein Vater Zacharias, und er sieht am prophetischen Sinn so, gefällt vom Geist, und dann kam die Weisheit von Gott, können wir sagen, Rüt. Und dort, was er hier sieht. So, wenn wir das ganz mal eben lesen, was er dann sagen wird, dann weiter bekijken, was hier angeht. Vers 68. Gesegnet ist der Herr, Israel, ihr Gott, wird heihaft sein Volk Israel besorgt und gerat. Heihaft uns ut sein Knecht David sein Hus mit einem gewohnten Heiland versorgt. So ist uns von alle Tiden her durch seine heiligen Propheten haft sein luden, dort wie von unseren Feind und all die uns nicht leiden können, sollen gerat worden.
de Gnur und uns zu beweisen, dass hij onze Vater versprochen hat, en zijn heiligen Bund nicht zu vergeten. Den Eid, den hij aan zijn Stammvater Abraham doorop geschworen hat, dat wir von onze Feind vrijgemaakt zijn, en worden unfurcht dienen können, en Heiligkeit en Gerechtigkeit, zolang als wir leben. En du Kind, was den Allerhöchsten sein Prophet genannt worden, willst du was den Herrn verabgehen, den Weg reit machen, du was den Volk sagen, dass sie dadurch kann gerat worden, wann an die Sinnen vergift worden. Durch Gnade, durch Gott sein Leiftuet Mitleid, wat die Mariensohn von Himmel über uns abgehen, über die schien, die unter die Todesweg am Diensten setzen, en onze Feit ab den Friedensweg abstieren. So dem ganzen Text hier so wir nehmen, was sei wir? Wir sagen, wir ein Ding, was auch so wie mit Maria. Hier kommt Schrift rüt. Hier kommt die Wahrheit von Gott rüt. Dinge, die im Alten Testament werden gesagt, dass Zacharias nicht rüt bringen. Das soll vielleicht nicht fromm sein, wegen Zacharias wie ein Priester, denn er kann die Schrift auch. Aber das ist auch, was wir sagen an Maria. Als Maria Gott preisen deed, für das, was Gott schaffen deed, wird wir an, dass wir Gott seine Wahrheit, alttestamentische Schriften, Versprechungen, was Gott hat gegeben, dort kam Rüt von Maria Ermühl, und ich sage, dass selber denkt wie Zacharias, die Wahrheit von Gott sein Wort, kommt von den Mühl, Rüt. Kriegt es dort bei Maria, so er kann die Schrift, das sehr bekannt für ihn, und nu preist er Gott mit diesen Wahrheiten. Nu, ich glaube aber nicht, dass Zacharias alles verstehen kriegt, was hier so sieht. Er darf auch durch den Heiligen Geist in den Dingen sein, und das alles so, was er sieht, aber ich glaube, er versteht nicht mal alles, was das alles bedient. Ich will stolz Leute sagen, woran ich das sagen, dass er nicht alles kann verstehen, was er sagen will. Aber was von wenn wir mal ein bisschen einzelwies, durch was Thema hier so nehmen, was wir sagen dann an diesem Text. Ein Ding, was interessant ist, zu sagen, was er von reden, oder wo er reden wird. Er redet, so von der, das alles erst passiert, alles erst nur vorig. Er sagt, er haft sein Volk Israel besorgt in die Rat. Er haft uns mit dem Heiland versorgt. Er haft uns die Rat. Er haft uns das Gift. Er haft das alle tun. Jesus wird noch nicht mehr geboren. Aber dass wir so sicher, dass alles ist du. Gott hat gesagt, und so dass nicht ist, das soll alle noch erfüllt werden, das ist so sicher, dass wir können nicht sagen, weißt du was, Gott hat das alle tun. Wir können nicht sagen, wir brauchen nicht sagen, vielleicht wird er ein Tag, no, dass wir so sicher sagen, er hat alles geschaffen, das bloß ist das. Und das ist interessant, wo er das rüberbringt. Das ist du, das ist nicht du, das ist alle du. So dort eigentlich ist mir interessant, wo er das rüberbringt. Das ist du alle. Noch ein Ding, was interessant ist hier so, von was er sagen wird, dort hier sich so, er redet von beides, von der Ewigkeit und auch von der Welt. Was ich mit dem meine, ist, wo er das rüberbringt, dort hier sich so, als wenn er erwarten wird, dass Gott, oder dass der Messias nicht auf der Welt wird regieren, dass die Menschen nie von der Finden los werden, und dass der Messias nie wird über alles sein, und die würden nie können in Frieden leben, und dass dort ist, was passieren soll. Und das ist, was ich meine, erst, wenn ich sehe, ich glaube auch nicht, dass er weiß, kriegt alles, was er sieht. Hier ist meine Frau. Soll der Messias hier so auf Erde regieren? Wollen die Feind hier so auf Erde oder am tun auch sein? Die Antwort ist ja.
Aber die Zeit vielleicht, was Messias auch hat gedacht, wir vielleicht anders. Wenn wir die Schrift lesen, da die Jünger dachten auch, und das ist uns vielleicht bekannt, was fragen sie Jesus, bevor er wird sterben? Dann fragen sie ihm auch ein sehen sie, Jesus, was du nu? Was du nu regieren, was du nu die andere Regierungen raufstarten, und was du nicht answaren plötzlich, was du nicht tun? Das, was die Juden wissen, dort, der Messias soll auch auf ihr regieren. Und Jesus sagt, nach ist dort nicht die. Erst der Jesus sterben für den Sinn, und wenn er erst was zurückkommt, dann wird er auch von Stolz auf die Erde regieren, und alle Menschen wollen am ihr tun sein, so ist Offenbarung davon reden, dass in der 1000 Jahre zurück wird er hier so regieren über alle Menschen. Das ist für die Ewigkeit. Nu, ich glaube, dass Zacharias, er wird vielleicht gleich so gedacht haben, aus die Jünger deuten, dass viele andere Juden haben gedacht, dass, auch wenn der Messias dann nicht bei nun ist, dort meint, dass das wird dann nicht alle so sein. Nicht so wie ihr Rat von unseren Sinnen, und Zacharias redet von dort, nicht so wie ihr Rat von unseren Sinnen, wir sind ihr Rat von dit, und nicht wird Gott, der Messias wird Ewigkeit nehmen, und alles wird dann das schaffen. Und ich glaube, er wird aber nicht haben gewiss, dort soll noch eine Zukunft kommen, dort wird. So ist viele von den anderen. Dass wir ein bisschen so staub wies. Der Messias wird zweimal kommen. Einmal zum uns alle raten und das nächste Mal zum Regieren und zu Gott lassen in der Ewigkeit, du sie dann auch sehen. Aber er sagt all diese Dinge. Und er sagt das, mit dem Heiligen Geist gedreven. Und das sind alles Worte, wo diese Band sind. Was nachher denkt, was wir hier so sagen dann? Er bringt das alle Tränen, die Versprechen, was Gott hat Abraham gegeben. Und das ist dasselbe Ding, was Maria tut. Maria sagt auch, kijk, dort, was Gott hat Abraham versprochen, den Bund, was er hat durchgemerkt, dort ist was passiert. Wir sind nu geraten, der Messias kam. Warum ist mir das wichtig? Wegen Zacharias und Maria, beide von denen sind nicht über das gesagt. Viele von den Juden werden vielleicht sehr festgebunden und das gesagt, dass von dort die Radung wir. Und du musst wir uns vorstellen, aber von Maria und Zacharias hier wir nicht von so. Du hier wir bloß von Abraham, und Gott hat Abraham versprochen, dort sitzt alle wollen, dort wird der Gott seine Gnade sein, dort wir würden gerecht vor dich worden, dort wir würden heilig worden, dort der Messias wird kommen, dort kam der das Versprechen, dort kam nicht der das Gesetz. Dort gesagt, dass wir in Galater und Römer lesen, und später so Maria und Zacharias hatten das vielleicht klar, dort gesagt wird gegeben, denn die Menschen wissen, dort die Sinne werden, und er entfehlt dort an der Rade, die kommt. Dort wir eine Ordnung an die Menschen, dort wird Luther gesagt, für eine Ordnung mag die Menschen im Ende auch wissen, woran zu leben, aber auch, dort die Sinne werden, und er entfehlt die Rade. Aber das Gesetz selbst kann nicht niemals raten. Und so dort ist interessant, dass Zacharias und Maria beide, die reden von das Versprechen, die reden nicht von das Gesetz. Wegen dem Messias kam der dort Versprechen. Dort wir Gott seine Arbeit, den sein Werk, nicht uns, wo uns raten wird. Und dann redet er von Johannes, nicht den sein sehen. Er sagte, du, mein Sehen, Johannes, du sollst den Weg aufmerken für den Messias. Du wirst das alles schaffen. Das ist deine Abgabe. Dort Kind hat eine Zukunft, eine große Abgabe für Gott. Was er wird tun. Aber dort kam Luther. Bald dann hatten Zacharias und Elisabeth eine Abgabe, die sollen das Kind Gott abtragen. Das sagen wir auch letzte Weg für Maria. Das Kind, was so geboren worden durch Maria, das ist Jesus, das Kind hat eine Abgabe in der Zukunft. Aber dann hat Maria eine Abgabe.
door het kind opdragen. Johannes had een grote opgave in de toekomst, opnieuw had Zacharias en Elisabeth een opgave door het kind opdragen. We hebben alle een opgave voor God, zoals we laatste week hadden van geredet. Jeder eine heeft een wichtige rol wat we zullen ernst nemen. We zullen dort doen, wat God ons heeft beroten. We zijn niet Johannes. We haben nicht den seine Abruf, aber wir haben alle unsere Abruf. Er sagte uns alle, Henry, deine Abruf ist dit, und du sollst treu sein, dort zu bringen. Was ist deine Abruf? Was kannst du tun für Gott? Ist deine Abruf, deine Kinder Gott abzutragen? Dort die Leute wollen Gott sein? Was ist deine Abruf hier bei der Kjoakj, in der Umgebung, bei der Arbeit, mit deinen Freunden, in der Schule? Was sagt Gott zu dir? Und anfangs Lukas sagt dort, Zacharias und Elisabeth wären ein frommer Lied. Die wären ein Lied, die wollen Gott hier vorn leben. Fahrt alle. Und nu hat Gott die Lied dann anvertraut sein, weißt du was, nu sei jeder das Kind abtragen. Weil wir unsere Abgaben krank so ernst nehmen, als die das so. Das ist der eng von dieser Botschaft für uns, von der nächste Weg, weil wir wieder kicken, in andere Leid und dort nanak, der Engel erleidet. Du werden nächste Weg kicken, wir werden alles tot beten. Himmlisch Vater, wir danken dir für die Geschichte von Zacharias, von Elisabeth, von Johannes. Wir danken dir für so eine treue Lied, das die wären. Und die wollen die dein, die haben ein Leben für die, und die können entbrochen. Und Herr, wir wollen uns auch Luten brauchen von dir. Herr, merkt die uns die Dinge klar, wo wir können haben, wo wir können Dinge schaffen. Herr, was ist das, was du von mir weißt? Herr, musst du jedem ein dort klar machen und dort die uns dann Kraft geben, die Dinge zu tun, sodass du dann die Erde verkriegen lässt. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Wenn wir alle zum Abstimmen, werden wir nach ein Lied kraftig singen. Welchen Jubel, welche Freude bringt die liebe Weihnachtszeit. Fröhlich sieht man alle Leute in der ganzen Christenheit. Sei Gott, so lasst erschallen und Fried auf Erden Menschen wohlgefallen. Euch ist ja der Heiland geboren, der Herr in der Davidstadt. Wieder strahlt zum Glanz der Kerzen, funkelt uns der Weihnachtsbaum, und es fassen unsere Herzen all die Herrlichkeiten kaum. Sei Gott, so lasst erschallen und Fried auf Erden Menschen wohlgefallen. Euch ist ja der Heiland geboren, der Herr in der Davidstadt. Doch nur kurz sind solche Freuden, bald verlöscht der Kerzenlicht. Jesus kann allein bereiten Freuden, die vergehen nicht. Sei Gott, so lasst erschallen und Fried auf Erden Menschen wohlgefallen. Euch ist ja der Heiland geboren, der Herr in der Davidstadt. Wenn ich alle top den Segen, himmlisch Vater, wir danken dir. Herr, den Segen hast du in der Welt gegeben, dass wir die selbst, die wurden Kind, die wohnst mag uns, die lebst mag uns, die das uns lehren. Und das ganz Wichtigste, die starbst für uns. Und die wirst abgestumpft vom Tod. Wir danken dir für dort, dass wir kein ewiges Leben haben. Und dort ist den Segen. Wir danken dir für den Segen von den Heiligen Geist, wo du uns gegeben hast. Wir danken dir für dort, und Herr, wir beten bloß, dass du magst, das Segen von uns Leuten rausspreiten.
dat doch möcht andere Menschen auch anschauen, dass die da auch würden anwollen, dass die würden da nur recht kriegen. Ich bete, dass die magst jeder eine hier so ben, Kraft geben zum Zeugen, Kraft geben zum Leben, Kraft geben zum Hauen. Gib die Erd alle Übungen zum Sagen, wo die Not ist und wo die da kann fallen. Wies die uns, was die von uns verlangen, ist der Beben Jesu. Amen.